Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV, eurem digitalen Zugang zur Enforce Tech in Nürnberg. Wir sind hier bei Schubert am Stand, alte Bekannte, Milad, servus. Hi Bernhard, schön, dass du da bist. Sehr gerne mal wieder. Den M100 haben wir euch ja letztes Jahr schon vorgestellt auf der Enforce Tech und wir haben auch schon ein Full House Review drüber gemacht, weil es einfach ein tolles Produkt ist. Aber die Entwicklung bleibt natürlich nicht stehen. Die Leute von Schubert haben sich nochmal einen Zeichentisch gesetzt und haben wieder Gas gegeben mit weiteren Details. Milad, hau rein, die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Konsequenterweise haben wir natürlich weitergemacht und die Accessories angegangen. Ich würde gerne anfangen mit dem Cover, Helmet Cover bzw. Überzug. Wie man hier schon sieht, ist der ein bisschen anders geschnitten, als man das sonst kennt. Auch hier an der Helmkante geht er nicht über die Helmkante, sondern setzt quasi an der Helmkante an. Man sieht auch, dass die Bungees frei liegen. Das Cover wird reingeklickt in die Shroud und ich nutze die bekannten EDC-Clips schon für dieses Cover und kann damit die nähbare Version, man sieht das hier, dass es genäht ist, kann ich in die Rails einklicken und damit habe ich das Cover innerhalb von wenigen Sekunden installiert und es stört auch nicht, weil es sehr, sehr, sehr eng anliegt und meine kompletten Rails und die Shroud bleiben frei und ich kann es weiterhin nutzen. Trotzdem bleibt auch hier diese Funktion eines Kabelkanals vorhanden. Auch hier, wenn ich das Bungee drin habe, habe ich weiterhin noch Platz, um ein Kabel durchzuführen und mein Kabelmanagement quasi zu managen. Das ist ja tatsächlich nicht einfach nur ein Helmcover, sondern es ist ja wirklich ein komplexes Teil, wenn man sich das anschaut. Genauso wie der Schnitt der Helmglocke auch sehr komplex ist mit den schönen Kanten, die sich hier bilden, war das bestimmt eine ganz schöne Herausforderung am Zeichentisch. 100%. Nicht nur, dass wir 4 verschiedene Größen haben und wir die Schnitte so gestalten mussten, dass ich auch diesen Flausch drauf nähen kann und dass es perfekt eng anliegt an diese 4 verschiedenen Helmschalen, sondern jedes Camouflage, jeder Stoff, jedes Textil hat eine andere Eigenschaft. Selbst innerhalb des gleichen Herstellers, jetzt von Crye zum Beispiel, ob Original Multicam oder Multicam Black, verhält sich anders. Das heißt, wir müssen für jede Farbe komplett alles neu designen und komplett neu anpassen. Das klingt kompliziert, ist es auch tatsächlich. Klingt so, ist es auch. Ja. In welchen Farben oder in welchen Tarnmustern werdet ihr die Cover denn anbieten, voraussichtlich? Wir haben angefangen jetzt mit Multicam Original, Multicam Black mit 5 Farben Flecktarn, 3 Farben Flecktarn, Ranger Green, Schneetarn. Das sind die ersten. Wir haben für eine Armee in Europa bereits mit ihrem eigenen Tarnmuster das schon ausgeliefert. Aber das ist sehr speziell, weil dieses Tarnmuster kannst du nicht kaufen und wir dürfen es auch nicht verkaufen. Aber das ist dann auf Kundenwunsch. Ja klar, besonderer Helm, besondere Kunden, besondere Anforderungen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten besonderen Special für den M100. Sehr gerne. Ja, willkommen im Space Age, würde ich einfach mal sagen. Ich schiebe das mal in die Mitte. Jawohl. Ja, Milad, bring uns die Details. Sehr gut, danke. Ihr kennt das ja schon vom M100. Wir haben nicht einfach irgendeinen Helm kopiert und genau das Gleiche rausgebracht, was schon bekannt ist, sondern wir haben uns die Mühe gemacht, den Nutzer in den Fokus zu rücken und zu schauen, welche Bedarfe hat er, welche Herausforderungen hat der Nutzer, wie können wir diese Herausforderungen von Anfang an angehen und diese lösen. Anfangen möchte ich mit dem Mandible. Ihr seht die Anbindung des Mandibles an die Rail ist so, dass ich die Rail trotzdem in der Mitte, wie zum Beispiel für einen Peltor von außen, nutzen kann mit der Anbindung und die Rails sind nicht komplett zu. Das heißt, ich bringe das Mandible da an und hier vorne seht ihr die Schale, dass die ballistische Platte, die da drin ist, dass die eingebunden ist in einem Kunststoffrahmen, dass der komplett abschließt, auch später mit dem Visier und mit der Helmschale. Das Besondere an dem Mandible ist, dass die Ballistik genau die gleiche ist wie beim Helm. Das heißt, wir liegen auch da bei dem Standard 2920 bei V50 von 700 Meter pro Sekunde. Und alles andere, NRJ 3A, Randbeschuss, genauso wie beim Helm, chemikalienresistent, IRR, alle Themen, die du beim M100 hast, die du kennst, sind genauso beim Mandible auch. Das ist auch ein super interessantes Produkt.
Schaut natürlich auch hammermäßig aus, muss man sagen. Ein großes Problem, wenn man Mandibles benutzt, ist natürlich durch die Atemluft, nehme ich mal an, auch das Beschlagen, wenn man jetzt eine Schießbrille trägt oder wie hier so einen Visor. Wie habt ihr das gelöst, das Problem? Ja, hier sieht man das noch nicht, das ist tatsächlich ein Prototyp. Bei dem Visier sieht man das besonders, das Mandible ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Wir werden in dem Visier, was schon vorgesehen ist, werden wir eine Pinlock-Scheibe haben. Dies ist bekannt aus unserem P100-Produkt. Also das ist bekannt aus unserem P100-Produkt. Da nutzen wir in der Scheibe eine Pinlock-Scheibe, eine zweite, die absorbiert die Feuchtigkeit. Das kennt man auch, wenn man Motorrad fährt. Das ist diese innerliegende Scheibe, die absorbiert Feuchtigkeit und dann beschlägt das bei weitem nicht so. Und das ist hier auch schon vorgesehen. Weil wenn ich das Visier ohne Mandible nutze, ist es kein Problem, dann sollte es weniger beschlagen. Aber mit Mandible kann die Feuchtigkeit und die Luft nirgends anders hin. Und deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden, weil leider kann noch keine Anti-Fog-Generation das so gut wie Pinlock. Okay. Das ist ja schön, dass sich das alles so ein bisschen fusioniert. Ne? Eure Erfahrung jetzt gerade aus dem Motorradbereich oder aus dem Schutzhelmbereich im Allgemeinen, das dann hier in diese taktischen Helme und auch in das Zubehör übergeführt wird. Ne? Also das ist wirklich klasse. Das ist so. Was uns jetzt hier besonders aufgefallen ist, das ist natürlich die Montage des Visiers an das Shroud. Ja. Erzähl uns doch mal da was zur Besonderheit. Ja. Also ihr erkennt hier, dass es um die Shroud herum geht, diese Anbindung, diese zwei Arme. Wenn ich das Visier hoch mache, ist die Shroud verschwunden und das Visier liegt sehr, sehr nahe an der Helmschale. Das heißt, ich habe diesen Effekt nicht, wenn ich das Visier hoch mache, dass es dann vorsteht und ich kann nicht durch Türen durchgehen. Das ist das Erste, was wir gemacht haben mit diesen zwei Armen. Und das Zweite ist, dass es eine Art zweite Shroud auf der Shroud gibt, weil wir wie gesagt, die Bedürfnisse des Endnutzers im Fokus haben und die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, wir können kein Nachtsichtgerät nutzen. Ja klar gibt es auch Anbindungen an den Seiten, wo ich das Visier dran machen kann, war aber nicht gewünscht. Das heißt, es war eine zentrale Anbindung gewünscht von der Masse der Anwender und gleichzeitig wollten sie aber auch das Nachtsichtgerät nutzen. Es ist sehr weit weg, es ist nicht optimal, aber es funktioniert trotzdem sehr, sehr gut und ich muss nicht darauf verzichten, wenn ich ein Visier trage. Mhm. Gerade zum Visier, was habt ihr jetzt zum Beispiel für unterschiedliche Scheiben im Angebot oder was wird denn kommen? Ja. Weil das hier, das ist jetzt auch keine reguläre Sonnenschutzscheibe, sondern das ist ja auch was Besonderes hier. Das hier ist unsere Laserschutzscheibe, die bekannt ist aus unserem LPA, Laser Protection Helmet, dem P100. Wird in vielen Ländern schon genutzt derzeit und das sind die Vorgaben der Schweizer Polizei. In mehreren Frequenzen deckt das sehr viel ab. Natürlich, auf Kundenwunsch werden wir mit vielen verschiedenen Farben oder Farbgebungen kommen, aber am Anfang wird es klar und es wird dunkel geben und die Laserschutz. Und dann schauen wir, je nachdem, was der Kunde braucht, passen wir das dementsprechend an. Okay, und auch hier von der Schutzklasse, von was sprechen wir jetzt hier beim Visier? Das ist ein reines Splitterschutzvisier. Also wir sind noch nicht zu 100% klar, welche Dicke das haben soll, aber mit dem kleinen Splitter sprechen wir hier von knapp 250 bis 350 Meter pro Sekunde. Das kommt tatsächlich nachher auf die Dicke des Visiers an. Das ist ein Polycarbonat-Visier, deswegen vergleichbar mit einer Goggle und noch ein bisschen mehr. Alles klar. Ja, nee, also wie man sieht, vom Helm bis zu den ganzen Zubehörteilen absolut durchdacht, kundenspezifisch, veränderbar, ein absolutes Spitzenprodukt. So viel jetzt für dieses Jahr. Das war es jetzt hier von Enforce Tech TV von der Schubert Booth. Ich danke dir recht herzlich für die Vorstellung dieser tollen Teile und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.